5,99 Meter, ein Florium 60 LG. Adrian holt mal gerade den letzten Kram noch raus. Er ist nämlich gerade vom LKW gefallen und den wollte ich euch nicht vorenthalten. Er ist brandneu. Guten Morgen, Adrian. Guten Morgen. So. Ich bin schon am Sauber. Die Auslieferung ist gleich. Nein, Spaß. Nee, ist Spaß. Wir sind in welchem Ort sind wir? In Haus 3 in Graf-Zeppelin-Straße, 28 in Landsberg am Lech. Eine von unseren 3 Gebäuden. So, in Landsberg am Lech. Ich glaube, ich brauche für dich Untertitel, aber das ist nicht so schlimm. Denn als du hier ankamst, du hast nur Englisch gesprochen, hast die ersten Fahrzeuge auf Englisch verkauft. Und die Leute, ohne Scheiß, du hast dir erklärt, die Leute sind reingelaufen und haben gesagt, ich will das Auto kaufen. Ja, was hast du, was andere nicht haben als Verkäufer? Ich habe ganz einfach gesagt, hier ist das Auto, hier musst du unterschreiben, komm. So, das war der einzige Satz. Komm mal mit zu mir nach links, bitte. Adrian, wenn du mal kurz zu mir kommst. Sag mal, das ist ein sehr kompaktes, geiles Fahrzeug. Da ist eine Dusche drin. Ja, ist eine Dusche. So im Endeffekt ist eine normale Wohnmobil. Ist eine normale Wohnmobil, aber sehr kompakt. 5,99 Meter. Ist von Florette, von Florium, die französische Hersteller von Rapido. Mega kompakt, mega gut ausgestattet. Aber schauen wir zusammen. Was mir gefällt, ist die Form und die Bodenfreiheit. Normalerweise haben Wohnmobile immer einen riesen Überhang und dieses Teil hier, da sagst du, Feldweg, kein Problem. Absolut kein Problem. Ja, irgendwie reinkommen in Frankreich. Die Franzosen haben ja kleine Campingplätze, das kennst du, in Pinienheimen, irgendwo am Hang und so weiter. Da kommst du mit so fetten Diggern nicht rein und damit kommst du überall hin. Genau das ist der Punkt, weil viele Leute möchten trotzdem eine Alternative zu einer Vanny. Trotzdem, wo die Leute haben die Komfort, die Platz und so weiter. Das ist die Alternative. Also das ist die Alternative. Es ist klein, kompakt, Preis ungefähr, wo geht's los? Ungefähr sehr gut ausgestattet, ungefähr bei 80, aber sehr gut ausgestattet. So, jetzt werden Leute sagen, naja, für das Geld kriege ich ja auch ein großes Wohnmobil. Aber da geht's gar nicht drum, oder? Richtig, nicht immer die große ist die beste. Warum? Sage ich nicht. So, ich zeige das mal gerade. Der hat alles. Das heißt, die bauen auf Fiat Ducato. Und das Geile ist, der hat das 9-Gang ZF-Getriebe. Das fährt sich wie ein PKW. Richtig, ist schon eine PKW, weil ich bin ganz ehrlich, ab und zu, ich schaue größere Autos in die Straße, größer wie 6 Meter, ist schon eine PKW. Sehr kompakt, sehr klein, sehr geräumig. So, du liebst Wohnmobile und das Coole ist, du hast deinen Job gefunden. Du wirst nämlich auf Provision bezahlt und bist der bestbezahlteste Verkäufer, glaube ich, in Deutschland für Wohnmobile. Falsch, weil die ganze Europa. Für ganz Europa. Genau. Die Leute vertrauen dir. Wir haben ein anderes Video gemacht, Übergabe, das ist so sensationell. Das liegt aber auch daran, dass du die Freude so ein bisschen rüberbringst. Das ist ja ein Spaßberuf, den du hast. Die Leute kommen ja freiwillig hierher, oder? Ja, genau das ist das Ziel. Wir sind eine Branche, wo vielleicht ist nicht wie PKW-Branche oder so, es ist eine Branche, wo einfach müssen wir Spaß haben, inklusive unsere Kunden. So, es gibt einen neuen Führerschein, 4,25 Tonnen. Den kann man auflasten. Dann hat der sagenhafte, ich sag mal, fast eine Tonne Zuladung, oder? Genau, das ist ungefähr 1,1 Tonnen, wenn ich bin ganz korrekt. 1,1 Tonnen und dieser Führerschein, der kommt, klär mich mal auf. Also es gibt eine Änderung? Gibt es eine Änderung jetzt? Normalerweise, wenn du schaust in die ganze Hof, fast alle Wohnmobile liegen bei 4,4 Tonnen. So, nur so, die Leute haben ein bisschen Zuladung in so Autos. Jetzt kommt im Mai oder Juni, wenn ich bin nicht falsch, kommt die neue Regel. Die Leute da fahren mit dem normalen Führerschein bis 4 Tonnen 250 Kilo. So wird absolut kein Problem mehr, auch für die Leute, die hat gekauft eine 4,4 Tonnen. Wir können einfach auflassen bei 4,250 und Thema erledigt. Mach mir mal einen Gefallen, leg dich mal bitte da mal quer drunter. Mach mal bitte, dass wir das mal sehen. Du kannst wirklich, wenn du dich mal hinlegst und einfach mal mit Poppes auf den Boden und mal drunter legst, ja, dass wir das mal zeigen. Du kannst dich komplett hier drunter legen, wenn du auf der Fähre bist zum Beispiel, ja. Das kennst du. Du hast hier so ein Teil, komm mal hoch. Und du hast hier so einen Überhang. So, und dann hast du noch ein bisschen was geladen in der Garage, dann geht der runter. Das ist ein wunderschöner Giotto-Line, ja, der ist total klasse. Aber jetzt hast du einen extremen Rampenwinkel, was passiert? Einfach, irgendwann, wenn die liebe Frau bringt zu viel Schuhe und so weiter, die hintere vom Auto geht fast in die Boden. Der Arsch geht hinten runter. Und dann, so was in diesem Jahr, hast du gesagt, nicht ich. So, und dann hast du das Problem, das hast du hier unmöglich. Der Rampenwinkel, der ist so krass, richtig. Du kommst überall hin. Richtig, weil das ist auch wegen der Länge von dem Auto, weil das Auto ist sehr kompakt und ist wie eine Offroad-Wand, darf ich so sagen, für die Wohnmobile. So, das ganze Ding ist aus GFK Sandwich, das Besondere. Korrekt. Aber nicht GFK Holzständerwerk, sondern Sandwich. Genau.
Genau. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist ganz einfach so. Erste Mal Gewicht, zweite Mal die Qualität, weil dieses Wohnmobil muss auch genau die gleiche Qualität haben, auch in 20 Jahren, nicht nur heute und morgen. Denkst du, dass er in 20 Jahren noch fährt? Also wenn der keinen Unfall hat? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Von der Bauart und Qualität und so weiter. Dieses Auto kann ich garantieren mit meiner linken Arm, das wird auch in den nächsten 20 Jahren die gleiche Qualität haben. Wie groß bist du? Ich glaube 1,86. 1,86, können wir gleich mal zeigen. Hau mal mit der Faust mal feste drauf, dass wir das mal sehen. So. Nee, mal feste draufhauen, einfach mal draufhauen. Nee, hau mal drauf mit der Faust. Also, so meinst du? So, guck mal hier. So, soll ich kaputt unsere Wohnmobile machen? Nein, Spaß. Unsere Wohnmobile können wir nicht kaputt machen, weil diese GFK ist fast unmöglich zu kaputt machen. Natürlich, ein Fälle nicht zu probieren mit einem Mit der Spitzhacke wird's gehen. Sollen wir probieren? Aber ich sag mal Hagel oder irgendwelche Sachen, die dagegen fallen, Fahrräder, da passiert gar nichts. Absolut nichts. Natürlich, wir reden von eine Statistik von die Wohnmobile bis 4,3 cm. Die Hagel macht absolut nicht. Okay, in die schlimmsten Fall vielleicht die macht eine Dachfenster kaputt, aber das war's. Das war's. Also Hagel macht er nichts. Die ganze Anbau, die Seitenwand ist Sandwich. Das bedeutet, da ist kein Holz drin, sondern der Boden Sandwich, richtig? Richtig, das bist du korrekt. So, dieses Fahrzeug hier ist in Frankreich ein absoluter Superrenner, weil die Campingplätze so klein sind, dass du das Problem hast, du kriegst in Frankreich, wenn du nicht vorreserviert hast, keinen Platz. Und dann fragen die, wie lang ist ihr Wohnmobil? Oder wie lang ist der? So, dann sagst du 5,99 Meter. Was passiert? Du kriegst immer einen Restplatz. Nein, du kriegst immer die besten Plätze, weil wir kennen die Problematik und mittlerweile ist leider nicht nur in Frankreich, es ist fast überall in die ganze Europa, weil dies war eine große Boom in den letzten paar Jahren. Und von diesem Grund viele Leute suchen für diese kleinen Autos, für diese kompakten Autos, weil so die kann versichern, dass sie kriegt trotzdem einen guten Campingplatz. Fast in jedem Campingplatz. So, stehen in der Stadt, du weißt selber, in der Schweiz 6 Meter Plätze ganz normal. In Deutschland, die Plätze werden immer größer. Du kannst damit auch mal in der Stadt stehen bleiben. Ja, auf jeden Fall. Ist ein Fahrzeug, wie gesagt, ist eine beste Alternative zu einer Veni, wo du sagst, okay, parke schnell bei Lidl, kaufe ich eine Bier und das war's. So, jetzt geh mal rein und bau mal gerade die Sitze. Wenn man gerade mal die Sitze drehst, der ist ganz neu, der ist noch nicht aufbereitet. Nope. So, Tisch ist absenkbar, das heißt, auch hier kannst du ein Bett bauen hier vorne. Richtig, das ist komplett korrekt. So, hier können wir noch ein Bett bauen, in dem Moment, wann wir möchten. So, die Tisch, die nicht geht nach unten. Natürlich können wir beide Sitze drehen. Warte, ich zeig das mal an. Natürlich, was Besonderes in diesem Auto, was kannst du auch sehen wahrscheinlich, ist, dass wir haben Echtleder. Echtleder? Ja, bei die Florium immer die kommen mit diese Moquir Ivoire, wenn ich bin nicht falsch vor dem Namen, und die ist immer Echtleder. Elfenbein, Ivory. Yes. Cool, ja. Das ist, ja, das ist stark. Das heißt, du hast Captain Chair, Echtleder. Das ist nicht nur eine Hus, die da drauf ist, sondern die sind richtig beledert, richtig? Richtig. So. Genau die komplette Postelsitz. Kann man die Franzosen vergleichen mit Serienbau aus Deutschland? Ist das direkt vergleichbar? Jein. Die erste Eindruck in dem Moment, wenn wir gehen zu einem französischen Fahrzeug, wir merken schon die Style, die Philosophie hinter bei diesen Produkten, einfach die Farbekombination. Was krass ist der Möbelbau. Das ist ganz anders wie in Deutschland. Du hast hier oben GFK. Alles ist hier oben nochmal mit einem Textil versehen, damit nichts knirscht. Du kennst das. Also bei vielen deutschen Fahrzeugen, da hast du dieses nicht. Wenn du da mal gerade mit dem Finger drauf drückst, das geht so ein bisschen rein. Also genau, das ist nämlich soft, was man hier sieht. Und dadurch knirscht der Möbelaufbau. Der ist komplett auf diesem Textil drauf. Richtig. Ja. Ich sage Ihnen auch die Grund. Natürlich, einer der besten Gründe ist, dass die Fakt, dass so die Dach ist besser isoliert. Und zweiter Punkt ist natürlich Design. Boah, ist das schön. So, jetzt werden viele sagen, das Bett ist aber viel zu klein. Du sagst aber, das funktioniert ganz hervorragend. Da ist jetzt zum Beispiel Folie drauf. Wenn du dich mal gerade drauflegst und mal so machst, als würdest du schlafen. So. Genau. Ich glaube, wir können gerne probieren. Wir können ein bisschen kuscheln zusammen und dann schaust du genau, Nein, danke. ist genug Platz. Das ist krass. So. Du bist 1 Meter und? 1,86 Meter bin ich. Und Ja. ich sage ganz ehrlich, ich habe mega guten Platz. So. Ist ein Bett, wo es auch für 2 Personen, auch in dem Moment, wann wir sind länger wie 1,85 Meter. Absolut kein Thema, absolut kein Problem. Boah, ist das groß. Und du schläfst da normalerweise nicht ausgestreckt, sondern du bist ja, cool ist an dem Bett, du kannst es tagsüber zum Kuscheln verwenden. Das heißt, du kannst es also richtig schön verwenden. Dann hast du einen Kleiderschrank hier drin. Das ist auch hängende Kleidung auf 6 Meter. Richtig. Ist genauso viel Platz wie in eine normale klassische 7,50 Meter.
Und trotzdem müssen wir nicht vergessen, 5,99 Meter. Ihr habt den großen Tedford eingebaut. Ja. Normalerweise in den 6-Meter-Fahrzeugen Mini-Kühlschränke, dann auf einer Höhe, wo du auch nicht dich bücken musst, oder? Ja, aber gibt es einen guten Grund. Wahrscheinlich, du weißt schon, dass diese Auto kommen aus Frankreich. Was kommt am besten von Frankreich? Eine gute Wein. So, von diesem Grund, natürlich weiß, in Deutschland gibt es auch gute Bier und so weiter, weiß ich, aber ich bin Fan von Wein und so weiter. Von diesem Grund, wir müssen eine große Kühlschrank haben. Für alle diese gute Wein. Stehende Weinflaschen, das ist ja das Thema. Die passen nämlich hier rein. Das ist super. Du hast ein Gefrierfach, das wirklich gefriert. Ich hatte genau diesen Kühlschrank in einem großen Morelo im 78 FX, also in der Liner-Klasse. Da wird er auch eingebaut. Und das ist ein Kühlschrank, der wird gebaut jetzt, ich glaube, seit über 15 Jahren. Das ist ein Klassiker, der funktioniert. Gas, Autarkie ist ein Thema. Also dadurch braucht er wenig Strom, weil er über Gas läuft. Richtig. So, das ist ein Kühlschrank, wo hat diese Automatikfunktion auch. Das bedeutet, in dem Moment, wann die Kunde wollte nicht immer mit den Gedanken seinen Kühlschrank einfach kann lassen bei der Automatikfunktion, dann wechselt es selbst vom Landstrom zu Gas oder zu Fahrzeugbatterien in dem Moment, wann die Zündung ist an. Boah, du hast so viel Platz hier drin. Richtig. Und ich wollte das mal zeigen. Du hast ja noch Schuhe an, da ist noch ein Absatz mit drin. Dann hast du eine richtig große Küche mit Dunstabzug, der nach außen geht. Richtig, das ist absolut korrekt. Dann haben wir einfach eine sehr, sehr hochwertige Küche, inklusive hier bei die Herd haben wir eine schöne Abdeckung und so weiter. Und ich glaube, die gleiche Platz würdest du finden auch in einem 8 Meter Fahrzeug. Understatement, das ist, glaube ich, das Thema von Florium. Ja, es gibt ja Leute, die wollen, riesen Wohnmobile, bling bling und so weiter und so fort. Da, wo die anderen nicht mehr hinkommen, ja, da bist du auf einmal, kannst Camping machen, rufst irgendwo an, musst keine Angst haben. Ich stelle mir vor, du rufst an und sagst, ich habe 8,40 Meter oder 7,80 Meter. Und da sagen die, ja, tut mir leid, das geht nicht. Wir rufen sie an. Wir rufen sie an. Genau. Was ist denn, wenn du ein Jobangebot hast und du gehst aus dem Bewerbungsgespräch raus und derjenige sagt, wir rufen sie an? Ich suche den nächste. So, mach mal auf. Bad. Hier würdest du eine kleine Überraschung haben, weil du würdest nicht denken, ich glaube, das erste Mal für dich, wenn du siehst dieses Auto, ich glaube, du denkst nicht, wie viel Platz du hast hier rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe ja 1,6 Meter. Vorbereitet für das? Ja, warte. Wow. Nochmal, feste Duschabtrennung. Ja, genau das ist der Trick. Genau das ist der Trick bei diesem Auto. Und volle Höhe auch im Bad. Das heißt also, du hast die gleiche Stehhöhe wie jetzt hier in dem Innenbereich. Und ich sehe ja, du bist ja 1,86 Meter. Das klappt. Geh mal bitte rein. Aber darf ich eine Dusche machen und trotzdem das Video weiterdrehen? Ist das möglich? Vielleicht. Okay, wir probieren das. So. Willst echt duschen? So. In dem Moment, wann habe ich das erste Mal gesehen, diese Grundriss, habe ich gesagt, wo soll die Dusche sein? Wo soll die Toilette sein? Aber wie gesagt, ich bin 1,86 Meter, 87, habe noch die Schuhe an und trotzdem habe ich Platz. Und in dem Moment, wann ich mache das zu, trotzdem ist genug Platz, für mich zu duschen und so weiter. Und alles in 6 Meter, in 5,99 Meter. Cool. Und du kannst das auch noch verwenden. Ich sehe, da hinten ist noch eine Stange mit drin. Da kannst du was aufhängen. Richtig, kannst du einfach, benutzt auch wie eine Platz für deine Nassjacke oder so weiter, wenn du kommst vom Jogging oder vom Skifahren und so weiter. Einfach kann wir trotzdem weiter benutzen. So, die Toilette hat Beinfreiheit. Das ist ja auch ein Riesenthema für die Leute. Du kannst sie nämlich so reindrehen, querdrehen, dass du dich hinsetzen kannst und hast Beinfreiheit. Du hast ein schönes Waschbecken. Das ist das Glas, oder? Ist nicht ein Glas wegen die Gewicht und Sicherheit und so weiter, ist aber eine spezielle P-Glas, wo ist fast die gleiche wie eine normale Glas. Ein Riesenspiegel. Das ist also auch vielen ganz wichtig, die sich dann auch mal sehen können. Eine große Ablage mit eingebaut, 230 Volt mit an Bord. Also ich bin ganz beeindruckt. Ist denn da auf dem Dach noch genug Platz für Solar? Ja. Das heißt, wir kriegen ungefähr wie viel Watt? 400 kriegen wir drauf? Ungefähr 400, wenn wir bauen 2 Platten. Natürlich müssen wir aufpassen, von dem Moment, wann wir möchten, Satellitenanlage, Dachklima und so weiter, dass wir positionieren richtig. Zum Beispiel, diese Kunde kriegt 300 Wattampere, eine Dachklima und eine LTE-Internetantenne. Und haben wir die Platz gefunden. Geht's. Also das heißt, Lithium kein Problem. Absolut keine. Gut. So, zeig mal bitte hier die Schubladen. Auch So. die sind richtig groß. Genau, hier haben wir auch was sehr interessant, was finden wir nur bei Floretto und Florium. Dieses System zu drehen. So, Überraschung,
Sehr viel Platz. Sehr viel Platz. Und du hast sogar einen doppelten Boden mit drin. Richtig. Florett, also wirklich ein High-End-Hersteller, aber dass die ein 6-Meter-Fahrzeug haben mit diesem tollen Grundriss, das ist richtig toll. Gibt es nur diesen Grundriss bei 6 Meter? Gibt es war noch eine Grundriss, die 64. Der einzige große Unterschied, dass die Bett ist linke Seite und alles ist in Spiegel. Okay. Aber im Endeffekt, das ist die beste verkauft, weil die Küche ist hier direkt vor die Türe. Mach mal oben auf, bitte. So, hier ist auch was Besonderes. Pushlock. Okay. Boah, wie schön das auch klingt. Ein Rausfallschutz für die Gewürze hier noch mit drin. Richtig. So, okay. Das ist auch hier die Abdeckung hier in Edelstahloptik. Das ist sehr schön. Dann hast du hier eine die Heizung, die Trummer. Eine ready schon. Okay. So, und das hast du mit drin. Kann ich mit Strom heizen auf Wunsch, wenn ich ihn bestelle? Bei diesem Auto genau nicht, aber natürlich haben wir die Möglichkeit zu bestellen Trummer 6000, Gas und Elektro. So, jetzt könnt ihr eine Dieselstandheizung nachrüsten, eine Webasto zum Beispiel. Also für alle Fälle als Zusatzheizer oder wenn das Gas mal ausgehen sollte im Skiurlaub, ja, dann kann ich aus dem Tank heizen. Das machen auch viele, oder? Das machen relativ viele momentan, weil die normale Camping hat ein bisschen geändert. Viele gehen nach Skandinavien, nach Norwegen und so weiter. Und von diesem Grund die Nachfrage zum Nachrüsten, die Dieselheizung ist immer größer. So, hier oben hat man die Ablagen bewusst weggelassen, damit der Platz auch einfach vorhanden ist. Wenn du dich mal gerade reinsetzt, bitte, das kann man dann auch mal ganz gut sehen. Du bist wirklich ein großer Mann und du hast so viel Platz hier drin. Ich glaube gar nicht, dass wir auf 6 Meter sind. Und nicht vergessen, das sind diese Pilotensitze, wo können wir einfach diese Captain Chair, wo können wir von der Höhe einstellen und so weiter. Genauso wie sie möchte, genau wie in eine normale lange Wohnmobil. Okay, also es ist nicht die Länge immer, es ist die Funktionalität. Sag ich und immer. Immer, oder? Ja. So, der Glücksfaktor in dem Fahrzeug hier, über 1 Tonne Zuladung, dann Anhängelast. Wenn du den richtigen Motor nimmst, dann hat der richtig Anhängelast, oder? Ja, bei 2 Tonnen. Wir bauen immer diese Anhängerkupplung vom Saveco. So ist absolut kein Thema zu ziehen 2 Tonnen mit. So, die Rückfahrkamera, da habt ihr euch was ganz Besonderes überlegt, ja. Die ist nämlich an der Stelle, wo man sie auch vermutet. Richtig, weil es einfach die Reflex, viele Leute möchten oder viele andere Hersteller kommen mit die Rückfahrkamera direkt hier in Multimedia, aber ich sage immer, die Reflex ist hier zu anschauen. Von diesem Grund haben wir optimisiert und haben wir hier gebracht die Rückfahrkamera-Display. Was ich total cool finde, ihr habt ein ganz normales Radio eingebaut, weil ich mache meine Navigation sowieso übers Handy. So, und da mache ich Bluetooth rein und fertig, oder? Ich erkläre dir auch warum. Ich bin nicht unbedingt die Fan von dieser Multimedia für die Wohnmobile. Ich bringe einfach meine iPad mit und ich habe einfach die perfekte Platz für mein iPad. Ja, das iPad kannst du koppeln mit Bluetooth, dann habe ich den Ton ordentlich, Ja. habe ein 9-Gang-Automatikgetriebe, habe ein sehr, sehr leises Fahrzeug. Also wer jemals ein Ducato 8 oder jetzt demnächst 9 gefahren ist, ja, der wird merken, das ist so leise. Das ist wirklich ein Traumauto, oder? Du hast gut gesagt am Anfang auf diesem Interview, ist einfach eine PKW. Weil diese Automatikgetriebe gibt dir einfach dieses Gefühl auf PKW. So einfach wie du fährst dieses Auto mit diesem Automatikgetriebe. Natürlich bei den neuen Fiat Ducato haben wir diese City Mode auch. Ist eine PKW. City Mode heißt, du kannst besonders leicht lenken. Richtig. Okay, das ist, kenne ich nämlich, ich fahre nämlich einen Iveco Eurocargo, ich zeig's Okay. mal, der ist hier vorne drin und der hat nämlich ein automatisiertes Schaltgetriebe. Der Unterschied, das gab es früher mal bei Fiat, das kennst du noch, ja? kenn ich noch. Jetzt, also der hat ein automatisiertes Schaltgetriebe, funktioniert wunderbar, ist ein richtiger LKW, aber hier reden wir über eine Wandlerautomatik ohne Verschleiß. Das heißt, also du kannst rückwärts einen Berg hochfahren mit Anhänger, da passiert gar nichts. Die Ziel ist, unser großes Ziel, oder der Herstellerziel ist, dass diese Autos sind auch gefahren von unseren lieben Frauen. Ohne dass habe die Angst, dass passiert was. So, das heißt, du kannst einfach Gas geben wie zu Hause. Also du sagst, geht los bei wie viel Euro? So, ungefähr, der Basispreis liegt bei 72, aber gut ausgestattet wie dieses Auto von hier liegt ungefähr bei 80, 81. Kommt drauf an vom Zubehör zum Zubehör. So, kann man nicht vergleichen. Also sieht aus wie jedes andere Wohnmobil, Richtig. ist aber vom Aufbau her ganz anders. Full GFK. Voll GFK. GFK geschäumt sogar an der Seite. Dann eine riesen Bodenfreiheit. Da haben die unglaublich Wert drauf gelegt, oder? Ja, weil das ist sehr wichtig, weil so kleine Autos kannst du einfach Wildcamping machen, ohne Ende. So, und das Ganze hat einen Coupé-Einstieg. Das heißt, ich brauche noch nicht mal hier, Drittstufe brauche ich nicht. Die würde ich mir nämlich abfahren beim Wildcamping. Auf jeden Fall von diesem Grund, weil du schaust von die Konstruktion, dass die Triebstufe ist direkt integriert in die Türe.
brauchen wir einfach keine andere Triebstufe mehr. Was total cool ist, ist die Aufbautür. Auch hier hat man nicht gespart. Eine große Haartal-Aufbautür mit Gasdruckdämpfer, damit die auch nicht dagegen schlägt. Auto bitte nicht wundern, ist frisch vom LKW gekommen. Seitz Rahmenfenster. Ja. Die besten Fenster am Markt. Die beste Fenster, was gibt es in die ganze Market, auch von der Isolierung, auch vom Design und macht keine Geräusche unter die Fahrt. So, jetzt kann man hier, weiß nicht, ob du das schon gesehen hast auf der Messe, in 15 Minuten kann man diese Toilette umbauen zu einer Trenntoilette. Es gibt nämlich einen Einsatz, der wird umgebaut, das gibt es mittlerweile für die Händler und das geht auch. Aber ansonsten, die Toilette ist bewährt, dann Einspeisung, das kann man hier sehr schön sehen. Das ist hier, das heißt, du hast also einmal deinen 230 Volt Anschluss. Was hat der für eine Funktion? So. Brauche ich den unbedingt? Nicht unbedingt. Zum Beispiel, wir versuchen zu machen unsere Autos fast immer ohne Strom von draußen. Bedeutet, wir bringen die Lithiumbatterie, wir bringen unsere starke Solar drin und so kann sie auf Tag stehen ohne Probleme. Cool, und da auf der rechten Seite ist Frischwasser, oder? Genau, ist ein Frischwassertank. Tankvolumen, was hat er? 100 Liter. 100 Liter. So, jetzt kommt es noch viel besser. Ich habe nicht die Mühe, die ganzen Gasflaschen irre hochzuheben, sondern das ist so tief, die Leute sagen wirklich, das ist ein Traum, oder? Holt mal einen Schlüssel. Ja, weil ganz einfach, warum ich so gemacht, lieber zeige ich euch und dann sie würde gleich verstehen. Einen Moment. Ja, zeig mal. Ich bin ganz gespannt, was jetzt passiert. Wir filmen übrigens heute, ist der 2. April. Ist heute der 2.? Ja. Ja, heute ist es Heute ist der 2. 2. April 2023. Wir sind in Landsberg am Lech. Jetzt ist hier eine Gasflasche drin. Langt das denn? Große 15 Liter. Und schaust du bitte, mit was kommt seriesmäßig die Floret? Crash-Sensor. Truma Monocontrol mit Crash-Sensor. Bedeutet, du kannst auch deine Heizung unter die Fahrt benutzen. Also mein Tipp ist, ich würde hier jetzt noch eine Webasto nachrüsten. Das könnt ihr organisieren, die Webasto? Ja, auf jeden Fall. Eberspecher, Webasto, egal. Webasto spielt keine Rolle, Truma und so weiter. Wir haben alles in unserem Lager. Gut, das könnt ihr machen. Das heißt, ihr könnt mit der Dieselheizung dann quasi die Gasheizung unterstützen und dann braucht ihr eigentlich diese Heizung nur noch zum Kochen. Also das ist dann beides, was da ist. Auch das Duschen, das ist mit der Truma-Heizung wirklich sehr schön. Elektropaket würde gehen bei dem? Würde gehen. Momentan bei diesem Auto, wie gesagt, war nicht lieferbar. Bei dem hier? Bei dem hier, aber allgemein kann wir schon bestellen. Mittlerweile geht ein bisschen besser mit die Bestellung und so weiter. Von die Zubehör, so absolut kein Problem. So, sehr schön. Also, das heißt, das Geile hier bei dem Fahrzeug ist eigentlich die Rahmenverlängerung. Das heißt, du kannst hier aufgrund der großen Zuladung den Rahmen verlängern und kannst hier ein kleines Moped hinten drauf machen. Auf jeden Fall gibt es diese Saveco Vario 3, bin nicht falsch mit dem Namen, wo kann wir einfach hier bauen und dann die Leute können seine E-Bikes bringen, Mopeds oder wie immer, ohne Probleme. So, jetzt unter dem Bett ist ein riesen Stauraum. Ja. Das gucken wir uns mal an. Es gibt übrigens auch eine ganz tolle Box, die gucken wir uns gleich mal an. Die kann man hinten drauf machen, wenn man noch mehr Stauraum haben möchte. Das zeige ich euch gleich mal. Und dieser Stauraum ist auch von unter dem Bett erreichbar? Ja. Gasdruckfeder. Einfach haben wir die Möglichkeit zu machen, die Latte raus, die Matratze hoch und dann haben wir Access zum die Garage, zu unserer Mini-Garage, du sagst so. Genau, geh mal kurz rein und drück mal hoch, dann zeige ich das mal gerade. Also hier oben ist das Lattenrost, hier sieht man das sehr, sehr schön und er wird es jetzt gleich mal öffnen, ich komme dann auch mal rum. Da vorne ist übrigens der Frostwächter, dass wir den haben. Das ist das Ausgleichelement und hallo, ich komme mal gerade zu dir, ja, dass wir das mal sehen. Warte mal. Warte, ich komm. Alter Mann, ist kein D-Zug. So. Ein paar Minuten haben wir unser Thema gehabt mit dem Wein. Ja. Und bitte schau unter die Nein, Bett. ein Weinkeller. Der ist hier drin, für 6 Weinflaschen ist hier drin. Dann hast du den Zugang hier zum kompletten Stauraum, was da ist. Da kannst du, weißt du, was total geil ist? Ich nehme ja immer diese Flugkoffer mit, das Handgepäck. Und das kannst du hier reinlegen. Da habe ich immer Zahnbürste und alles drin. Und das lege ich einfach hier rein und da kannst du alles komplett reinlegen. Da passen sogar flache Euroboxen rein. Ja, das auf jeden Fall. So, die Platz ist mega gut gedacht. So, okay. Jetzt zeige ich euch noch die Box. Komm mal mit, bitte. Die habe ich nämlich entdeckt. Und das kann man auf den Träger nämlich hinten drauf machen. Und das ist eine ganz feine Sache. Das ist auch was Neues für uns. Wir haben gemacht ein paar Mal, aber erste Mal in diese kleine Monocoque.
So, und hinten drauf, weil ihr ein bisschen weniger Platz habt, habt ihr diese neue Box drauf gemacht. Und die könnte man entweder am Fahrradträger, würde ich aber nicht machen, weil das Heck so schön ist beim Florium. Das würde ich nicht anbohren. Ne? Ja, und bei Florium, was habe ich dir komplett vergessen zu sagen, wir haben die Möglichkeit zu bauen sowas auch in die Dach. Weil diese Dachreling ist direkt Standard bei die Florium. Also, das heißt, ich darf die auch ein bisschen belasten, die Reling. Ja, auf jeden Fall. Schaust du ganz oben, linke Seite, rechte Seite, wir haben diese Standard-Dachreling, wo können wir einfach eine Box auch festmachen, wann wir möchten. Krass. Das ist also hier oben. Das ist nicht nur Bling Bling, sondern das hat Funktion. Richtig. Adrian, so, jetzt sind die Leute ganz heiß. 2. April 2023. Wir sind in Landsberg am Lech bei La Marca. Ihr seid der größte Florium-Händler, glaube ich, der Welt. Sagen wir Deutschland und Europa. Ich weiß nicht, was passiert in Amerika. Nein, Spaß. Wir sind schon die Größten in die ganze Europa. Das ist so Landsberg am Lech. Und das Beste ist, wenn ich das jetzt sehe, will mal Probe fahren, was mache ich? Am besten einen Termin, wenn ich von weiter weg komme? Am besten wir machen einen Termin. Momentan bei uns, wir sind in die Phase, wo jeden Tag, jede Woche wir arbeiten mit Terminen und so weiter, weil so können wir einfach besser konfigurieren die Zeit für jeden Kunde und so haben wir Zeit für jeden Kunde. So, Adrian, ich danke dir ganz herzlich. Dein voller Name, Adrian? Adrian Minculeasa. Aber ich glaube, wir bleiben Adrian. Minculeasa ist ein bisschen kompliziert, oder? Es ist wahrscheinlich ein Nachname wie irgendwie Müller da in Rumänien, wo du herkommst. Aber du hast richtig Spaß. Du sprichst Deutsch. Fast Deutsch. Nee, du sprichst super Deutsch, Englisch, Ja, Englisch Rumänisch. Ist a little bit better. Little bit better und Rumänisch. Und Rumänisch, bună ziua, vă aștept la noi. Sehr schön. Also wenn ihr eine von den 3 Sprachen könnt, dann kommt vorbei nach Landsberg am Lech. Ich bedanke mich bei dir. Tschüss.